Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbein in Bukovje. Hallo und herzlich willkommen auf Epic Day and Night Sniper mit Rosi Teil 5 Schießen mit Weißlicht. Ja. Okay, Männer, nächste Übung, eine kleine CT-Übung. Wir machen Folgendes. Wir haben für jeden Schützen letztendlich vorne ein Ziel. Also wir drei, ihr drei und ihr drei. Ihr habt 3 Ziele, die wir vorhin aufgetackert haben. Einer heißt Vladi, sieht ein bisschen aus wie Putin. Dann haben wir einen Bruce, sieht aus wie Bruce Lee. Und Propper ist der mit der Glatze. Das sind unsere 3 Targets. Die Übung läuft wie folgt. Die haben unterschiedliche Farbjacken an. Entweder ruft der Ausbilder einen Namen, dann Licht an, das Ziel finden, bekämpfen und dann meldet ihr so schnell wie ihr könnt, welche Jacke er anhatte. Die Jackenfarbe. Oder aber der Ausbilder ruft die Jackenfarbe, zum Beispiel Rot. Ihr bekämpft das rote Ziel und dann so laut wie es geht und so schnell wie es geht, Propper. Da versuchen wir jetzt die Schießtechnik und so ein bisschen unseren Geist zu vereinen. Das heißt Aufmerksamkeit, identifizieren und wahrnehmen. Ziel ausschalten. Und wir sehen von der Schießtechnik, vieles von denen muss jetzt automatisiert sein, sonst werden wir jetzt nicht erfolgreich sein. Habt ihr Fragen? Keine? Zu den Waffen. Rosi, wir sind im Teil 5 angekommen und heute geht es um das Thema Weißlicht. Wir haben es schon mal in den letzten Teilen angerissen. Ne? Die Übungen fangen immer mit einer Beleuchtung des Ziels an, um es den Schützen erstmal einfacher zu machen, wenn sie mit Nachtsichtgeräten schießen oder mit Wärmebildgeräten. Ja, steigen wir mal direkt ein, würde ich sagen. Ja, wenn ich darf, würde ich ein ganz klein wenig ausholen. Klar, gerne. Der Infanterist auf dem Gefechtsfeld. Na, das Grundsätzliche ist, Licht geht an, dann legen wir uns hin. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo man zum Beispiel in einen Schlagschatten eines Baumes sich bewegt oder im urbanen Gelände in Schatten rein. Trotzdem das Grundsätzliche ist, Licht geht an und runter auf den Bauch legen, beobachten, Restlicht nutzen, zum Beispiel wenn wir mit Signalpistole geschossen haben. Grundsätzlich trainieren runter. Wenn ich jetzt als Infanterist unterwegs bin, ich bin auf Patrouille, irgendeiner schießt Gefechtsfeldbeleuchtung, dann runter und schießen. Von den Drills ist das so, bevor ein Scharfschütze seinen Scharfschützenjob macht, muss er erstmal den Infanteriejob drauf haben. Die Sniperei ist immer ein Add-on. Wenn er also infanteristisch gut ausgebildet ist, dann hat er erst die Berechtigung, sich dafür zu melden, weil das die Grundvoraussetzung ist. Für uns heißt das, wenn wir jetzt eine 80 Sekunden Beleuchtung haben, dann stehen die Krieger dort, nennt sich dann 6 Sekunden Drill. Die stehen auf der Standardschießanlage, Blickrichtung Zielgelände und wir haben so die Möglichkeit, Licht anzuschalten. So, die stehen dort bei den 6 Sekunden Drill, Licht geht an, die legen sich auf den Boden und innerhalb von 6 Sekunden runter und das Ziel bekämpfen. So, das ist erstmal Grundvoraussetzung. Wenn wir es jetzt sehen, wenn wir mit Beleuchtung arbeiten, wir sind natürlich deutlich schneller. Also wenn auf der anderen Seite einer ist, ich bin kampfbereit und der hält jetzt diesen wirklich guten Infanteriedrill durch, werde ich ihn trotzdem treffen. Das ist halt so. Krieg ist gefährlich, Sound ist geil. Schöner Spruch. Ja, leider auch was dran. Wenn das also alles stimmt und ich kann das alles, ich kann also auch bei Nacht schießen mit meinem Sturmgewehr, dann komme ich irgendwann, schaffe meine Eignungsfeststellung für die Sniperei, auch bei der Polizei. Wenn man mal die Leben der Polizeibeamten durchliest, jeder hat auch nur eins. Da gilt das Gleiche, wenn die also jetzt einen hochaggressiven Terroristen haben, der auch noch militärisch ausgebildet ist, dann müssen die das auch können. Ja. Das ist so, sage ich auch jedes Mal in SEKs, aber auch jeder normale Polizeibeamte müsste das eigentlich drauf haben. Die haben auch Wald, in Deutschland haben wir Wald, die bewegen sich von A nach B, Licht geht an, auf der anderen Seite ist ein Heckenschütze oder auch nur ein Gewehr- oder Pistolenschütze. Ja. Grundsätzlich runter. Wobei das grundsätzlich runter ist, gilt natürlich nicht für den Nahbereich. Ja. Also CQB ist der Kampf im Stehen, aber da kann man das einordnen. Check. Für mich jetzt hier, wenn ich jetzt anfange mit Beleuchtung zu arbeiten, für den Nachtkampf, bei mir ist Standard erst arbeiten mit Beleuchtung.
Da kann ich natürlich einerseits nehmen die Beleuchtung von der Stand- und Schießanlage. Ich mache mir das Leben einfach, und das gilt auch für SEKs, ich nehme einen Weißlichtstrahler, der wird ausgerichtet auf die verschiedenen Häuser. Wenn ich mit Häusern spreche, ich kann es mal auf der Seite hinstellen, dann habe ich meinen Weißlichtstrahler. Ich kann auch zum Beispiel, wenn ich keinen Weißlichtstrahler habe, auf einem Truppenübungsplatz ein Auto hinstellen und Fernlicht anmachen. Wie auch immer ich das beleuchte, der Drill fängt an ganz easy. Die Häuser sind die Zielscheiben. Ne? Wenn das jetzt hier die ganze Zielscheibe ist, ne, dann würde ich das benennen als Haus 1, 2, 3, 4. Also Dot Targets 1, 2, 3, 4 oder die Human Targets 1, 2, 3, 4. Haus 1, Haus 2, Haus 3, Haus 4. So, das heißt, Sie kriegen eine Zielzuweisung. Haus 1, Sierra 1 nimmt die, wie auch immer man die benennen will, Alpha Bravo Charlie Delta Echo. Oder da gibt es 1000 Codes, wie man Fenster oder Ziele benennen kann. Da hat jede Einheit auch das eigene, da will ich auch nichts zu sagen, wie man das taktisch verwendet. Aber nehmen wir mal an, das hier ist 1-1. Und dann ist das 1-2, 1-3, 1-4 oder Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, Alpha 4, Bravo 1, Bravo 2 oder wie auch immer. Das ist völlig egal. Das ganze Ding ist jetzt hier ein Haus. Da ist das nächste Haus, da ist das nächste Haus. Hier mal im Kleinen gezeigt, Haus 1, 2, 3, 4. Mache ich eine Zielzuweisung bei Nacht. Im Training mache ich das den Jungs noch einfach, indem ich vorher Knicklichter ranmache. Na, ich brauche eigentlich mit nur unterschiedlichen Farben, oder? Genau. Ja. Na, und dann ist hier zum Beispiel ein blaues und da ist ein gelbes, wenn ich jetzt geizig bin, ein bisschen Knicklichter sparen will. Dann weiß ich, aha, das blaue ist beim Haus 2, mein Haus 1, da ist rechts blau und da ist links, wie auch immer ich das mache. Da gibt es 1000 Möglichkeiten. Ja. Ich kann auch jedes Haus ein Knicklicht nehmen oder wenn ich nur eine Farbe habe, 2 Knicklichter und da 4 für Haus 4. Wie auch immer ich das löse, das Problem. Das heißt, die Jungs sind dann ganz grob vorne im Lustern auf ihrem Haus und lauern. Jetzt kriegen sie zum Beispiel dieses Target, Alpha Bravo Charlie Delta Echo 1, Echo 2, Echo 3, Echo 4 für Sierra 1, Sierra, na? Also eine Zielverteilung. Dort lauern die. Und dann fange ich an mit 5 Sekunden. Ich gehe also hin, mit einem Rotpunktvisier wird das ausgerichtet, damit ich sicher bin, dass ich irgendwo in der Nähe vom Haus bin. Dann gehe ich hin, Standby, Feuer frei. Licht an, 21, 24, Licht aus. Dann machen die einen Präzisionsschuss innerhalb von diesen 5 Sekunden. Das mache ich 5-mal. Dann haben sie sich irgendwann dran gewöhnt. Ne? Sie haben festgestellt, oh, meine Strichbeleuchtung, die ist zu schlapp gewesen. Dann gehe ich nochmal hin, weil jetzt ist es vorne hell. Ne? Jetzt war sie gut, aber jetzt mit Licht. So, und dann habe ich irgendwann meine Technik, Wohlfühlzone. Ja. Genau, habe ich im Griff. Nächste Übung, 3 Sekunden. Standby. Feuer frei. 21, 22, 23, 8. 21. Und dann machen sie wieder ihr Schüsschen. Dann haben sie das irgendwann drauf. Wo habe ich jetzt dran? So, dann habe ich das durchtrainiert und der Endstate ist eigentlich 2 Sekunden. Ja. Innerhalb von 2 Sekunden, Haus 4. Das ist schon ziemlich schnell, ne? Ja, aber das ist das, was ich von einem ausgebildeten Scharfschützen erwarten kann. Ja. Wenn ich einen Countdown mache oder wenn ich irgendwie eine Koordination mache, kann ja sein, dass Assaulter, die mit vielleicht eine Zugangssprengung noch machen, dann schießt der Scharfschütze dann wird gesprengt, dann habe ich irgendwann eine Ablenkung und dann muss ich irgendwie koordinieren. Ne? Ja. Ich kann das auch nacheinander abzählen, Feuer und Go oder wie auch immer. Also da gibt es einen Countdown, da gibt es einen standardisierten für Spezialkräfte, den will ich jetzt hier nicht gerade loswerden. Nee. Aber wie auch immer man das löst, dieses Problem. Ne? Man versucht in der Einheit irgendeinen Standard reinzubringen, sei es dieser Standard-Countdown oder sei es ein spezieller, den ich immer mache mit meinem Zug, mit meiner Kompanie. So, und daran trainiere ich jetzt auch den Scharfschützen. Und dann kann man sagen, man muss, wenn ich jetzt solches Ziel habe, ich bin irgendwo in der Nähe, innerhalb von 2 Sekunden ting und einen sicheren Schuss in diese Trefferzone reingeben. Das ist Trainingssache. Wenn ich jetzt gut trainiert bin, dann ist da gar nichts bei. Aber es ist erstmal, ich habe die Waffe ausgerichtet aus Haus 4. Ich erinnere mich, Haus 4 war blau links davon. Dann sehe ich das blaue Knicklicht mit bloßem Auge. Alles klar. Standby. Licht geht an. Kleines Ausrichten.
man stellt dann fest, in so einer Lage, da ist nichts mehr mit Atemtechnik. Ne? Da hat man nur eine Chance, kurz Luft anhalten, dann einen sauberen Schuss. Wenn der Abzug gut ist und ich selber bin gut trainiert, dann sind das alles Treffer. Ja. Also alle sind erstmal überrascht, wie bei gutem Training, welche guten Ergebnisse sie erzielen. Ne? Ist ungewohnt, jeder hasst mich erstmal, auch für die nächste Übung, die ich gleich erkläre, aber es ist möglich. Das ist Fremdbeleuchtung. Wenn ich über Fremdbeleuchtung spreche, gibt es natürlich auch wieder zwei Möglichkeiten. Ich habe das jetzt gemacht, der Ausbilder macht Licht an. Wenn ich meine eigene Fremdbeleuchtung habe, dann nehme ich zum Beispiel einen Kabeltaster, stelle den ran, der ist nur 10 Meter lang, dann kann ich das Ding in den Mund nehmen oder ich kann das an der Waffe montieren und dann klicke ich mir selber das Licht. Na, das ist quasi eine Waffenleuchte, aber jenseits der Waffe. Aber das kann ich machen. Wenn ich jetzt hier stehe und ich habe wirklich einen gut ausgebildeten Heckenschützen auf der anderen Seite, denn keiner will das Licht anmachen, auch nicht weder IR. Na, dafür ist so ein Kabeltaster, ausrichten, dann irgendwo in Deckung gehen und dann macht der Spotter zum Beispiel für mich das Licht aus der Deckung an. Musst du nur im richtigen Augenblick, ne, weil das habe ich vorher ausgerichtet. Ja, Biff-Brille auf, hier auf Bildverstärker gestellt. Ich habe es ausgerichtet. Gut, dann weiß ich, es passt. Ich habe jetzt nur dieses kleine Stativ, damit ich es auf den Tisch stellen kann. Natürlich mit einem ordentlichen Stativ. Klar, natürlich. So, und dann ist ausgerichtet und dann kann ich aus der Deckung das machen. Ja. Also wenn ich das selber mache, könnte ich es anbeißen, ich könnte es antasten oder mein Spotter geht hin und macht das dann aus einer Deckung raus oder aus einem Nebenraum, wenn ich aus dem Gebäude raus. Das sind so einfache Sachen. Das ist hier eine Spezialanfertigung, was Nextoy für jeden macht. Ja, das heißt, wenn die da die entsprechende Lampen haben, dann kann man das hinten anschließen. Was wäre denn deine Erfahrung oder was du inzwischen so gelernt hast, was man an Leistung braucht von der Lampe? So, was man sagt, brauchen wir schon was Großes oder reicht einem schon so was Kleines? Im Idealfall habe ich eine Lampe, die den Terroristen gleich wegbrutzelt. Nee, jetzt auch mal fürs Training mal, um mal einzusteigen, auch gerade vielleicht, um mal ein bisschen mehr zu beleuchten. Ich sage mal, wenn wir 100 Meter arbeiten, ist das Mindeste 1200 Lumen. Ja. Und das sind schon gut ausgebildete Schützen. Und ansonsten hiermit, wenn ich so einen Strahler nehme, der hat, ich weiß gar nicht wie viel, 3000 oder so, dann ist das Schießen eigentlich einfach. Also das ist, deswegen ist das die Grundvoraussetzung, weil ich kann in meinem Taganschlag schießen. Ich sage mal so 3000 Lumen ist eine gute Sache. Gut ausgebildeter kommt auch mit den 1600 aus. Ja? Ist ja vielleicht auch dann gerade auch abhängig, wie empfindlich das Nachtsichtgerät ist. Nein, wir reden gar nicht mit Nachtsichtgerät. Ach, wir machen jetzt nur Weißlicht. Und ich arbeite so wie jetzt hier, Weißlicht und Zielfernrohr. Okay. Das hier ist nun auch ein IR-Strahler. Das heißt, ich mache die gleiche Aktion natürlich auch Licht mit einem Bildverstärker, Vorsatz. Dann mache ich eigentlich den gleichen Drill. Auch den 3 Sekunden Fremdbeleuchtung. Das ist genau das Gleiche. So, aber jetzt haben wir ja gerade den Modi. Ich habe Weißlicht, Fremdbeleuchtung. Dann kommen wir, wenn wir da einen entsprechenden Ausbildungsstand haben, dann geht das auf Weißlicht und Waffenlampe. Das ist jetzt nur ein Dummy, weil mein BKA-Bescheid, der erlaubt mir, damit zu schießen, zu trainieren, Präsentationen zu machen, aber nicht Videos. Deswegen habe ich mir ein paar Dummies bauen lassen. Ja. So, wenn ich jetzt mit einem Dummy arbeite, richtig grob aus, bin drauf. Jetzt kommt was hier. 3, 2, 1, Feuer. Ich mache Licht an und bekämpfe das Ziel. So, das heißt, der Anschlag, wie man sieht, ist nicht mehr so schön wie am Tage. Aber ich lege auf, habe meinen Daumen drauf, im richtigen Augenblick, ohne zu reißen, mache ich das Licht an und dann schießen. Und auch hier könntest du ja mit einem Remote-Schalter arbeiten, im Zweifelsfall. Ich glaube, es gibt für... Natürlich gibt das, bin ich aber kein Fan von. Okay. Also wenn ich eine Chance habe, ein Kabel abzureißen im Einsatz, dann wird er abgerissen. Ja. Ich bin Fan, draufdrücken und den kann man ganz gut montieren. Nextoy hat auch so Montagen, dass man auch noch klappen kann. Ne? Da geht es einfach darum, wo montiere ich ihn, dass das für mich gut ist. Ja, wenn man jetzt hier sich das anschaut, das ist jetzt eine EAW-Montage. Das ist ein High-End-Gerät, finde ich richtig toll. Ne, wenn ich sage, dieser Anschlag ist so unnatürlich, dann montiere ich die Lampe halt hier noch mit Strahler nach unten. Na, deswegen haben wir das gleich so gebaut, dass man an jeder Stelle irgendwas anbauen kann. Wer weiß, es sind auch ein bisschen die Vorlieben. Wir sind anatomisch auch nicht alle gleich. Ne? Der eine sagt, Mensch, so kriege ich das auch noch hin. Wichtig ist halt, man muss es mal üben. Ja. Na, wenn man sagt, ja, das ist aber ein schlechtes Gefühl. Ja, warum ist es ein schlechtes Gefühl? Weil du es nicht geübt hast. Also meine Kommandoscharfschützen damals,
Wir hatten dann eine Lampe auf der Seite, da hat man das Zweibein festgehalten mit dem Daumen Licht an. Erstmal hier, Rosi, bist du wahnsinnig? Am Ende haben es alle geschafft. Ne? Es ist ein bisschen, Ja, klar. die sind auch körperlich natürlich geeignet. Ne? In einer unbequemen Haltung können sie trotzdem ewig aushalten. Die Kommandos sind halt belastbar, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht live gesehen hat. Das ist halt so. Ich denke, das ist auch gleich geblieben. Check. Wie auch immer, wenn ich mit Licht arbeite, wie gesagt, ein Dummy, muss ich immer aufpassen, ich habe da vorne Reflexion. Ja. Und das kann so extrem sein, wenn ich zum Beispiel einen dicken Schalldämpfer habe, dass das Licht hier reflektiert und mich blendet. Das heißt, es wäre der völlige Wahnsinn, und das macht man auch nicht, dass man im Einsatz das erste Mal das so anwendet. Das muss trainiert Vorher werden. auch Unbedingt werden, ja. Auf jeden Fall. Ne? Es gibt ja auch Tape, was Licht schluckt. Dann ist das halt da vorne, wenn ich da jetzt Reflexionsmöglichkeiten habe. Da muss man halt sehen, ich kann auch die Lampe zum Beispiel hier oben montieren, nach links raus. Also ich habe da 1000 Möglichkeiten. Das muss man ausprobieren. Das kostet Zeit. Und nochmal, die modernen Montagen haben überall Möglichkeiten, Pikas ranzubauen. Und dann sehe ich halt zu, wo passt das für mich? Muss man üben. Ne? Jetzt hier zum Beispiel ist das also das schieße ich alles weg auf dichte Entfernung, hier 100 Meter bis 200 Meter. Das ist noch ein Anschlag. Wenn die Ellbogen sauber irgendwo aufliegen, dann ist das ein Treffer, der ist safe. Also weil ich halt 1000 Sachen gemacht habe. Wenn ich jetzt im Liegen genau diesen Anschlag habe, dann ist das zu weit vorne. Na, dann wäre das ist jetzt so ein Ding im urbanen Gelände, ich schieße jetzt hier von 3. Stock runter, dann ist das für mich super. Das ist ein ganz, ganz, ganz bequemer Anschlag. Wenn ich jetzt im Feld liege, kann das sein, dass es zu weit vorne ist, dann gehe ich damit tiefer oder ich nehme die Montage, die ausfahrbar ist. Das muss man halt sehen. Nochmal, das ist für mich das Geringste, was ich verwende, um mich selber zu beleuchten. Verstanden. Es gibt Hammer-Waffenlampen, die werden wir auch auf dem Video sehen oder haben es vielleicht eben schon gesehen. Die sind so stark, das ist so das Beispiel, ne? Da kann man auch den Kopf wegbrutzeln. Ja. Da haben wir dann auch Ziele auf 800 Meter bekämpfen können. Ne? Richtig, das waren die neuen Nextorch LED-Lampen, ne, mit dieser Laser gebündelt. Also kein Laser eigentlich. Ne? Genau. Das ist immer dieser Gedanke, wenn man Laser hört, denkt, oh böse, böse. Aber eigentlich ist es eine Taschenlampe, wo der Lichtstrahl Laser gebündelt ist und dadurch natürlich ein extrem weiter Strahl möglich ist. Ja, also das ist wirklich beachtlich. Ja, das sehen wir im Video. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ja. Man muss ja halt sehen, wie gebündelt ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel urban kämpfe, wenn ich jetzt unsere Landeshauptstadt sehe. Ja, für mich Hannover oder Bundesland Berlin oder ihr bei euch. Ja. Wenn ich da mal wirklich die Straßen beurteile, von einer Straße zur anderen, da kommen wir so auf Entfernung von Haus zu Haus, das kann durchaus nur 35 Meter sein. Wenn ich jetzt mit so einem Mini-Bündel arbeite, dann kann das mal schlecht sein, weil dann bin ich in einem Fenster im Viertel unten links. Ja. Das heißt, das bringt mich gar nicht weiter. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man 2 verschiedene Lampen hat. Check. Einmal sowas hier, was ich ja auch am Sturmgewehr verwende, ne, was ich weit gebündelt habe. Und wenn ich jetzt wirklich auf weite Entfernung, 200 bis 800 Meter, 800 Meter ist natürlich auch so eine Sache, aber es funktioniert halt, haben wir ja gesehen. Na, dann schalte ich die entsprechende Lampe an, die Long-Range-Lampe und bekämpfe dann meine Ziele. Das hier wäre zum Beispiel, wenn es erlaubt wäre, in Deutschland eine richtig gute Lampe für Jäger. Ja. Ne, die Kirrung, die, was ich hier 35 bis 50 Meter vor mir ist. Oder das Reh, was auf vielleicht 70 Meter ist. Reh schießt mir gar nicht bei Dunkelheit, aber jetzt Schwarzwild. Na, dann drücke ich drauf, alles ist beleuchtet. Ja. Ich habe Kontrolle, ich krümm ab, lass los. Und das Wild ist halt insgesamt wieder beruhigt. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Nochmal die beiden, jetzt gebündelt. Dann die High-End-Geräte. Das dann mit einer Zielverteilung, auch das, wenn ich hiermit arbeite, Endstate ist, die kriegen eine Zielzuweisung, Haus 3, grob in die Richtung. Dann kriege ich eine Zielzuweisung hier, Bruce, ich zeige nachher nochmal die Bilder, auf die ich gerne schieße, wo wir alle Asiaten, Schwarze, Weiße, Mexikaner und also alles Mann, Frau. Also dass ich auch daran gewöhnt werde, nicht nur auf weiße Deutsche zu schießen, sondern das ist, was wirklich Terrorist ist, ne? Also alles. So, und da muss ich dann von diesen 8 Zielen das richtige Ziel aussuchen, dann beleuchten, innerhalb von 2 Sekunden identifizieren, Haltepunkt und abkrümmen. Das ist jetzt schon eine Sache, wo man sagen muss, da muss man eine Menge richtig machen. Und das heißt, deswegen methodisch aufbauen, Fremdbeleuchtung, Eigenbeleuchtung. Auch da fange ich an mit 5 Sekunden, dass ich in Anführungsstrichen in Ruhe auf das Ziel gehe, das Ziel bekämpfe und dann wieder loslasse.
dann, das hat ja alles einen Sinn. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Angriff mache, sei es nun polizeilicher Zugriff oder militärischer Angriff, dann bin ich zum Beispiel die Deckungsgruppe. Die Jungs wollen vielleicht noch mit einem Nachtsichtgerät arbeiten. Das heißt, ich blende ganz kurz auf, wenn ich nicht mit einem Nachtsichtgerät schieße. Und das muss natürlich in den gesamten taktischen Kontext rein. Na? Ja. Wann benutze ich Weißlicht, wann benutze ich, da kommen wir aber nochmal zu im anderen Video, wann benutze ich Nachtsichtgeräte, wann baue ich schnell auf, wann baue ich schnell ab und so weiter und so fort. Das muss alles geübt werden. Ja. Cool. Haben wir das Thema Weißlicht gut abgearbeitet, würde ich sagen. Ne? Es bleibt und ist weiterhin spannend, denke ich. Also wir haben da noch ein paar, haben wir die Halbzeit schon? Nee, ich glaube noch nicht. Ne? Ein bisschen was kommt noch und dann haben wir die Halbzeit erreicht. Überrasch mich. Ich überrasche dich. Du weißt doch eh schon, was kommt. Nee, die Zeiten aber nicht. Die Zeiten weißt du nicht? Ja, also auf jeden Fall wird und bleibt weiter spannend. Weißlicht haben wir jetzt durch. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder auch Anmerkungen, gerne in die Kommentare. Ich habe es im letzten Video schon mal gesagt, ich sage es ja auch jetzt nochmal. Gerne auch mal an alle Entscheider. Licht ist nicht böse und gehört auch in den Jagdbereich an die Waffen. Definitiv schafft mehr Sicherheit unserer Meinung nach. Aber da sind unsere Zuschauer, die regulären, sind da eh alle unserer Meinung. Also da brauchen wir, glaube ich, gar nichts. Naja, wir werden sehen. Ja, ansonsten immer auch in die Videobeschreibung gucken für Produktlinks, weitere Informationen und für unsere Sponsoren, die diese ganze Serie hier möglich machen. Unterstützt diese bitte, denn das ist nicht selbstverständlich. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ich sag mal, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Ciao. Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbein in Bukovia.